86 Millionen Konten werden gerade in Vietnam geschlossen, etliche Millionen auch in Thailand. Was es damit auf sich hat und wie das dich möglicherweise in Zukunft ebenfalls betreffen wird, das wollen wir uns gerne einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch dir das Thema digitale Überwachung zum Beispiel durch die EU Sorgen machst und du dich zum Beispiel um dein Vermögen sorgst, dann lade ich dich ein zu unserem Plan B Schweizer Taschenmesser-Seminar in Zürich. Das veranstalten wir regelmäßig. Termin auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Dort stellen wir dir 8 konkrete Tools vor. Deswegen der Name Schweizer Taschenmesser. 8 Tools in einem Seminar, wie du dich und dein Vermögen konkret vor zunehmender Überwachung, Wehrpflicht und natürlich auch Vermögenssteuern schützen kannst. Wir besprechen Dinge wie zweite Staatsbürgerschaften, Konteneröffnung im Ausland außerhalb der EU, zum Teil in Ländern ohne Informationsaustausch. Wir reden über das Thema Aufenthaltsgenehmigungen im Ausland, zum Beispiel in Südamerika oder Afrika. Wir reden über die Diversifikation, natürlich auch, wie man Gold und andere Edelmetalle im Ausland sicher lagern kann und vor allen Dingen, wie man das Ganze aufbauen kann, ohne auswandern zu müssen. Das heißt, wie du heute von Deutschland, von Österreich oder von der Schweiz aus mit diesen Maßnahmen beginnen kannst und du sofort letztlich in die Umsetzung, ins Tun kommen kannst. Das alles auf unserem Schweizer Taschenmesser-Seminar in Zürich. Ich werde da sein, Daniel wird da sein und es wird auch der Generalaußerdiensten Erich Warth da sein. Lange Jahre war er Sicherheitsberater von Kanzlerin Angela Merkel. Er kennt zum Beispiel Putin persönlich und viele andere wichtige Politiker. Das ist ein extrem wichtiges Thema und du musst das letztlich hier vernetzt sehen mit dem Thema digitale Überwachung. Das ganze Thema Wehrpflicht, Aufrüstung, Krieg, geopolitische Krise. Deswegen ist Herr Warth da und auch noch ein paar andere interessante Sprecher. Würde mich freuen, wenn ich dich dort treffen kann. Wie gesagt, alle Details auf unserer Webseite. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Du hast es vielleicht schon auf YouTube gehört und in anderen Medien. Uns jedenfalls haben etliche aus der Community angeschrieben, die sich für dieses Thema interessieren. Es ist bekannt geworden, dass ungefähr 86 Millionen Konten in Vietnam geschlossen werden. Und warum werden diese Konten geschlossen? Nun, Vietnam ist schon weiter als die Europäische Union. Dort führt man bereits eine digitale ID ein. Diese digitale ID, das wird übrigens auch bei dem digitalen Wallet in der EU so sein, speichert biometrische Daten, zum Beispiel Fingerabdrücke, zum Beispiel ein Scan deiner Iris. Und in Vietnam hat man es nun zum Gesetz gemacht, dass jedes Bankkonto mit einer solchen ID verknüpft werden muss. Das heißt also, jeder, der keine digitale ID hat oder auch Konten, die schlicht und ergreifend nicht mehr aktiv sind, werden nun massenweise in Vietnam geschlossen. Dazu zeige ich dir jetzt mal einen Zeitungsartikel. More than 86 million bank accounts to be terminated from September 1st. Also ab dem 1. September werden diese Konten dicht gemacht. Hier spricht man von einem Clean-up-Measure, also von einer Säuberungsmaßnahme. Das sind also Konten that have not been biometrically authenticated or have been frozen for a long time. Und sie werden nun gelöscht ab dem 1. September. Also jene Konten letztlich, die nicht verifiziert wurden. Wie du siehst, gibt es insgesamt 200 Millionen Bankkonten in Vietnam. Die Bank of Vietnam schätzt diese Zahl auf 200 Millionen und 86 Millionen. Also proportional gesehen, fast 40% aller Bankkonten werden nun geschlossen. Das heißt natürlich nicht, dass das Geld dann weg ist, was auf diesen Konten ist. Das Konto wird geschlossen. Und wenn sich der Eigentümer dann nach der Deadline meldet und sagt, hoppsala, ihr habt jetzt hier mein Konto geschlossen, hier ist nun meine digitale ID, dann würde ich davon ausgehen, dass der Eigentümer sein Geld auf ein anderes Konto ausbezahlt bekommt. Das heißt, es geht jetzt hier nicht darum, dass hier Kontoguthaben eingezogen werden, sondern es geht um eine Compliance-Übung, Verhinderung der Geldwäscherei, Terrorismusbekämpfung und diese ganzen Aussagen und Sprüche, die wir immer hören. Ich möchte jetzt aber hier noch ein anderes Land ins Spiel bringen, wo es eine ähnliche Entwicklung gab und in gewisser Weise ist dieses Land vielen unserer Community noch viel näher, nämlich Thailand. Dort werden und wurden ebenfalls Millionen Konten geschlossen und das Ganze hat schon im Frühling 2025 begonnen. Auch hier zeige ich dir nun einmal einen Zeitungsbericht. Hier ist ein Zeitungsbericht vom 27. Februar 2025. 1,8 Millionen Konten wurden insgesamt geschlossen. Hier spricht man von sogenannten Mule-Accounts, die geschlossen wurden. Also im Grunde genommen geht es auch hier um die Verbrechensbekämpfung
Geldwäschereibekämpfung etc. pp. Also Konten, die angeblich Kriminellen gehört hatten, wurden in Thailand geschlossen. Jetzt gibt es aber hier eine weitere Meldung vom 15. September 2025, dass weitere 3 Millionen Bankkonten geschlossen werden sollen. Außerdem haben wir jetzt strikte tägliche Limits hier eingeführt, nämlich 50.000 bis 200.000 Baht. 50.000 Baht sind ungefähr 1.300 Euro. Also 1.300 Euro pro Tag bis 5.000 Euro pro Tag kann man jetzt nur noch überweisen. Das gilt natürlich nicht für jede Konten, aber Konten, die man hier als möglicherweise betrügerisch identifiziert hat, also Konten, wo es automatische Checks gab, die wurden dann geflaggt, wir kennen das ja, und dann wird das Konto in der Benutzung beschränkt. Der Artikel weist auch gleich darauf hin, dass kleine Unternehmen und natürlich ganz unschuldige Verbraucher davon betroffen worden sind. Denn du kannst dir ja vorstellen, wie das ist. Wir kennen das ja auch immer wieder. Man kauft zum Beispiel eine Wohnung im Ausland und dann wird man sofort geflaggt, weil man hier der Geldwäsche beschuldigt wird. Was man auch sagen muss, und das betrifft dann vor allen Dingen unsere Community, viele Expats und Touristen, die in Thailand sind ebenfalls betroffen. Man hat ja vor kurzem auch in 2025, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Kontoeröffnung von Konten in Thailand durch Ausländer stark eingeschränkt. Nur wenn man dort wirklich einen langfristigen Wohnsitz nachweisen kann, beziehungsweise ein Visum hat, dann bekommt man überhaupt noch ein Konto. Früher war das alles einfacher. Du siehst also diese Vorgänge in diesen 2 asiatischen Ländern, die sind natürlich nicht miteinander verknüpft. Da gibt es jetzt im Grunde genommen keinen inneren Zusammenhang, warum diese Maßnahmen in beiden Ländern ergriffen werden, warum hier so hart durchgegriffen wird. Aber dennoch, wenn man sich mal genau anschaut, was da im Hintergrund passiert, dann scheint das Ganze mehr Sinn zu machen. Ich hatte ja zum Thema Thailand bereits vor einigen Monaten ein Video gemacht, wo ich beschrieben habe, dass Thailand sehr scharf darauf ist, hier Vollmitglied der OECD zu werden, dass man sich auch dem WEF in Davos ja angenähert hat. Die vorherige Regierung in Thailand war da eher sehr distanziert, aber vor kurzem gab es einen Regierungswechsel und die relativ neue Regierung, jetzt auch nicht mehr so neu, ist ein großer Fan vom WEF. Dann gibt es noch diese große politische Figur in Thailand, diesen ehemaligen Premierminister Thaksin. Er ist auch ein großer Verfechter des WEFs und ich sage mal einer globalistischen Agenda. Thailand nimmt ja seit kurzem auch im automatischen Informationsaustausch teil. Also man kann hier sehen, große Bemühungen seitens Thailands, als internationaler Finanzplatz ernst genommen zu werden. Man will auch internationale Investments natürlich bekommen. Man will attraktiv werden für internationale Investments. Und um dann tatsächlich Clubmitglied zu werden, um anerkannt zu werden, um auch Investment zu bekommen aus dem Ausland, muss man natürlich sehr stringente Compliance-Maßnahmen dann im eigenen Banking-System etablieren. Und jetzt kommt die Verbindung. Das Gleiche, ehrlich gesagt, sehen wir auch in Vietnam. Auch Vietnam möchte attraktiver werden für ausländische Investments. Auch in Vietnam hat man sich hier in den letzten Jahren sehr eng am WEF orientiert. Auch hier buhlt man um ausländische Investments und daher auch in Vietnam meiner Meinung nach diese Maßnahmen, dass man zeigt, man greift hier hart durch gegen organisierte Kriminalität, gegen Geldwäsche, gegen Terrorismusfinanzierung. Und das ist jetzt aus zweierlei Hinsicht interessant. Warum? Es ist oftmals so, dass diese internationalen Organisationen, sagen wir mal das WEF oder auch OECD oder FATF, ich sage mal in Anführungszeichen Entwicklungsländer oder Länder der zweiten Welt als Sandbox verwenden, als Experimentierlabor. Hier will man mal austesten, wie solche Maßnahmen funktionieren, die man in Zukunft dann vielleicht auch in westlichen Ländern, in Ländern der ersten Welt implementieren will. Und genau das ist meiner Meinung nach in Thailand und auch in Vietnam passiert. In Vietnam ganz klar die digitale ID. Das WEF ist ja ein großer Verfechter der digitalen ID. Dort hat man jetzt die digitale ID eingeführt, wie gesagt, mit biometrischen Daten. Das gleiche wird auch in der EU kommen. Ab 2026 das Digital Wallet. Aber auch Thailand hinkt hier nicht groß hinterher. Thailand hat ja auch schon mit einer digitalen Währung experimentiert. Du siehst es jetzt selbst. Thailand beschränkt hier die Benutzung von Konten. Auch da muss man sagen, es ist schon eine ziemlich heftige Reaktion und ein Eingreifen des Staates. Das sind im Grunde genommen die Dinge, auf die auch wir uns vorbereiten müssen in Europa und in den westlichen Ländern. Jetzt muss man sich natürlich zum einen fragen, ist das überhaupt schlimm und kann man etwas dagegen tun? Vielleicht um die letztere Frage zuerst beantworten. Ich glaube nicht, dass man etwas dagegen tun kann. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, hier gegen den Strom zu schwimmen. Du wirst akzeptieren müssen, dass es digitale IDs gibt und dass diese digitalen IDs mit Konten verknüpft sein werden.
Du solltest dich allerdings fragen, wie kann ich mich davor schützen, dass mir das passiert, was jetzt in Thailand passiert zum Beispiel, dass mein Konto blockiert wird, dass ich dann nicht mehr überweisen kann oder nur noch 1.300 € überweisen kann oder 5.000 € überweisen kann. Naja, und das bedeutet im Grunde genommen, dass du Konten in verschiedenen Ländern hast und möglicherweise dann auch eine ID in verschiedenen Ländern hast, eine digitale ID, wohlgemerkt in verschiedenen Ländern. Sodass, wenn hier ein Staat zugreift oder eine Bank zugreift und dein Konto temporär einfriert, also wie gesagt, man muss vorsichtig sein natürlich, auch in Thailand sind die Mittel nicht verloren, die auf den Konten sind, und diese Beschränkung ist sicherlich auch temporär, aber wir sehen das ja auch in Europa. Da muss man dann gigantische Nachweise an die Bank schicken, muss sich nachweisen für ganz ehrliche Investments, die man getätigt hat, muss da sehr intime Fragen auch beantworten der Bank. Die wollen da zum Teil jahrelang in die Historie hineinschauen und vielfach braucht das einfach Zeit. Und dann kann es auch in Europa passieren, dass Konten für mehrere Wochen eingefroren sind. Also das ist schon heute Realität. Deshalb heißt die Maßnahme, die wir unseren Mandanten empfehlen, mehrere IDs, möglicherweise mehrere Staatsbürgerschaften. Vielfach reicht da auch schon ein Führerschein in einem anderen Land aus, der dann als ID gilt. Dafür braucht man normalerweise einen Wohnsitz. Also du siehst, das hängt alles miteinander zusammen. Hier kommt natürlich dann auch das Thema Krypto zum Tragen. Du hast es vielleicht in den Artikeln gesehen, die ich hier geteilt habe. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, warum überhaupt noch in dem herkömmlichen Banking-System herumpfuschen, wenn ich nicht einfach Krypto machen kann. Das finde ich eine hervorragende Idee und wir haben natürlich viele Mandanten und viele Personen in unserer Community, die im Bereich Krypto sehr aktiv sind und die das Ganze genau so sehen. Aber auch hier werden ja die Daumenschrauben immer enger gezogen. Hier gibt es jetzt in der EU MiCA, Travel Rule und demnächst DAC 8. Das heißt im Grunde genommen, wenn du davon nicht betroffen sein willst, dann musst du außerhalb der EU wohnen. Auch da haben wir wieder die gleichen Anforderungen. Du brauchst einen Wohnsitz, du brauchst eine digitale ID etc. pp. Das heißt, du musst dich darauf vorbereiten. Du brauchst schon heute einen Plan B, um dann in einer Finanzinfrastruktur dich zu bewegen, damit sie dir nicht gefährlich werden kann. Natürlich helfen wir auch Mandanten, Konten zu eröffnen in Ländern, die nicht am automatischen Informationsaustausch teilnehmen, zum Beispiel Serbien. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass die wenigsten Mandanten auf diese Konten in Serbien dann die ganz großen Beträge packen werden. Sehr wohlhabende Menschen nutzen normalerweise nicht Banken in Serbien, um ihr Vermögen zu bunkern. Da will man doch lieber in der Schweiz sein. Aber das ist ja auch gar nicht notwendig. Wenn du zum Beispiel einen Wohnsitz in Serbien hast oder in den Philippinen, dann kannst du zu jeder Bank der Welt gehen und da dein Wohnsitzland nicht am Informationsaustausch teilnimmt, ist die Bank dann auch nicht verpflichtet, Daten zu dir auszutauschen. Du musst also gar nicht in ein Land gehen, das nicht am Informationsaustausch teilnimmt und dort ein Konto eröffnen. Vielmehr brauchst du einen Wohnsitz in einem Land, das nicht am Informationsaustausch teilnimmt, dann bist du ebenfalls nicht davon betroffen. Wir haben ja Mandanten, denen wir helfen, in die Philippinen umzuziehen. Die eröffnen dann Konten in Singapur. Die Philippinen nehmen nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Das heißt, Singapur schickt dann keine Daten durch die Welt zu den Informationen, die auf deinem Konto sind. Vorteil ist, dass Singapur nach der Schweiz die besten Banken der Welt hat. Somit hast du dann 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du hast damit eine sehr starke Bank und du bist nicht vom Informationsaustausch betroffen. Andere Länder, die ebenfalls zu empfehlen sind, sind die USA. Vor allen Dingen dann sind die USA interessant, wenn du da nicht steuerpflichtig bist. Denn dann ist den Amerikanern komplett egal, wie viel Geld du da hast. Sie nehmen ja ebenfalls nicht am Informationsaustausch teil. Da hast du vielleicht das Risiko des US-Dollars. Okay, das ist klar. Es gibt immer Risiken, das muss man dann abwägen. Aber für jene, die nicht in den USA steuerpflichtig sind, sind die USA sehr interessant. Die Infrastruktur ist sehr gut, die Banken sind sehr gut. Es gibt viele Dienstleister, die man nutzen kann. Auch das könnte eben für dich interessant sein. Auch hier helfen wir ja Mandanten, Konten in den USA zu eröffnen, eine Steuernummer in den USA zu besorgen, damit man hier die volle Kontenauswahl hat, eine Adresse in den USA zu haben, um dort ebenfalls am Finanzsystem mitpartizipieren zu können. Aber du siehst, was ich meine. Es reicht nicht einfach nur das Konto. Du brauchst eine gewisse Infrastruktur, die du dort herum aufbaust. Und das ist eben natürlich mit Zeit, Kosten, Aufwand etc. verbunden. So, und wenn dir in einem Land dann sowas passiert, wie in Vietnam oder in Thailand, hast du hoffentlich noch Konten in anderen Ländern, die du dann verwenden kannst. Sicherlich möglicherweise ist dann dein Geld eingefroren für einige Wochen, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, weder in Thailand noch Vietnam geht es um Enteignung. Da werden dir also nicht deine Gelder weggenommen. Sie sind möglicherweise blockiert, du hast keinen Zugriff und das muss man halt dann lösen und das kann eben ein paar Wochen dauern. Ja? Aber wenn das natürlich dein einziges Konto ist, dann stehst du da.
Und wir haben Mandanten, die haben sowas erlebt. Nicht in Thailand, nicht in Vietnam. Die hatten irgendwie ein Konto bei Revolut. Das war das einzige Konto. Zack, macht Revolut das Konto zu wegen irgendeiner dämlichen Sache. Und dann stehst du da, ohne Karte, ohne Konto und kannst gar nichts machen. Das heißt, wichtig für dich ist in jedem Fall mehrere Konten zu haben, in mehreren Ländern, am besten mit verschiedenen Wohnsitzen, IDs, Steuernummern etc. dahinter, damit du komplett autark bist, damit du im Grunde genommen verschiedene finanzielle Identitäten in verschiedenen Ländern hast. Und jetzt komme ich noch auf einen anderen Punkt, der mindestens genauso wichtig ist. Wir müssen uns ja fragen, warum ist die OECD, warum ist die EU, warum ist das WEF so hinter diesem Datenaustausch, hinter der digitalen ID etc. her? Was macht das so interessant, diese Überwachungssysteme für diese internationalen Organisationen? Und hier geht es meiner Meinung nach ganz klar um das Thema Zugriff auf dein Geld. Das hat auch der verrückte Professor Gabriel Zuckmann ganz klar schriftlich explizit bestätigt. Er wurde ja damit beauftragt, einmal zu untersuchen, ob man eine Reichensteuer einführen kann, ob man eine Vermögensteuer einführen kann auf G20-Ebene. Er hat dann einen sehr detaillierten Vorschlag ausgearbeitet. Er ist ja ein Big Data Guy und hat vorgeschlagen, dass man die Daten aus dem internationalen Informationsaustausch CRS und aus den Transparenzregistern dazu verwendet, um Vermögen zu identifizieren und dann entsprechend diese Vermögen zu besteuern. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, selbst Vermögen in Stiftungen und Trusts, denn auch hier kennt man ja die Begünstigten durch die Transparenzregister beziehungsweise durch den CRS. Auch diese Begünstigten sollen dann besteuert werden auf ihr Vermögen, obwohl sie überhaupt kein Vermögen ausgeschüttet bekommen haben, obwohl das Vermögen in einer Stiftung, in einem Trust geschützt ist. Und deswegen ist eigentlich dieser ganze digitale Gulag so relevant für dich, denn am Ende geht es um dein Geld. Vielleicht noch nicht sofort jetzt, das wird alles einige Jahre brauchen, bis das implementiert ist, aber meiner Meinung nach ist das das Endgame, das ist das Endziel. Es geht um einfachen Zugriff auf dein Geld. Und das macht diese Systeme so gefährlich. Das heißt, wie gesagt, als Bürger, als Vermögender muss man sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen. Am besten, wie gesagt, hat man einen Wohnsitz zum Beispiel in einem Land, das sowieso keine Steuern erhebt, keine Vermögensteuern, keine Steuern auf ausländische Einkünfte, möglicherweise auch keine Einkommensteuer, so wie Dubai. Dann kann dir das Ganze sowieso egal sein, dann kannst du Informationsaustausch geben, aber es werden sowieso vom Staat keine Steuern erhoben. Aber wir sehen am Beispiel Dubai, das ändert sich. Dort gibt es ja jetzt bereits eine Körperschaftssteuer, irgendwann werden die wahrscheinlich auch eine Einkommensteuer einführen. Wer weiß, also zumindest ist es im Rahmen des Möglichen. Dann muss man eben in der Lage sein, irgendwo anders hinzugehen. Das heißt, man muss sich diese Flexibilität und Geschmeidigkeit erhalten und darf nicht davon ausgehen, dass diese Strukturen etabliert werden für die nächsten 20, 25 Jahre, sagen wir mal 5 Jahre. So lange muss das Ganze halten und dann muss man sich vielleicht nach neuen Lösungen erkundigen. So, und der zweite Punkt ist der, dass es nicht nur um deine Steuern geht, sondern im Grunde genommen auch dein Leben. Und damit meine ich jetzt hier ganz konkret die Wehrpflicht. Wir haben ja in Deutschland, das habe ich auch schon in einigen Videos erzählt, zum Beispiel das Passgesetz. Und das ist eine sehr seltsame Sache. Denn mit dem Passgesetz kann dir zum Beispiel der deutsche Pass entzogen werden oder eine Ausstellung eines deutschen Passes verweigert werden. Und ich rede nicht davon, dass dir die Staatsbürgerschaft entzogen wird. Ich rede davon, dass dir der Pass als Dokument entzogen wird. Wenn du entweder deine Steuern nicht bezahlst, und auch hier rede ich nicht von Steuerhinterziehung, also keiner Straftat, sondern du bist im Ausland, zahlst deine Steuern in Deutschland nicht, dir kann der deutsche Pass weggenommen werden. Oder aber, wenn du deiner Wehrpflicht nicht nachkommst. Deswegen hatte ich an einer anderen Stelle schon gesagt, Wehrpflicht und Steuern, das sind im Grunde genommen Bürgerleistungen für den Staat und zwei Seiten der gleichen Medaille. Das heißt, der Staat will zum einen deine Steuern haben und zum anderen will er dein Leben haben und deswegen werden diese Kontrollfunktionen etabliert. Also das heißt, wenn du irgendwann im Ausland bist, mal angenommen, du wanderst jetzt nach Dubai aus, um das gleiche Beispiel nochmal zu verwenden, und Frau von der Leyen entscheidet sich jetzt in den Krieg zu ziehen gegen Russland und sie will dich dafür einziehen, weil du 30 Jahre alt bist, sportlich, dynamisch, intelligent und du wohnst in Dubai und sagst, Entschuldigung, ich habe keine Lust, ich will nicht in den Krieg ziehen. Dann sagt Frau von der Leyen, okay, dann drücke ich 2 Knöpfe und dann sind deine Konten der EU gesperrt und dein Ausweisdokument ist ebenfalls gesperrt, dein Reisepass ebenfalls gesperrt. So, und dann stehst du da. Ja. Jetzt hast du dann hoffentlich einen zweiten Pass und du hast dann hoffentlich Konten noch in anderen Ländern, nicht nur der EU, und dann bist du fein raus. Dann kannst du sagen, okay, Frau von der Leyen, jetzt nutze ich eben meinen deutschen Pass und meine deutschen Konten mal nicht für ein paar Jahre, bis der ganze Krieg vorbei ist und danach sehen wir uns wieder.
Wenn du nichts hast, dann würdest du letztlich dort in Dubai festhängen und kannst dann Dubai nicht verlassen. So schön Dubai ist das natürlich auch keine wirkliche Variante. So, und dieses Maßnahmenpaket, diese Konsequenzen, die ich jetzt hier eben angesprochen habe, die musst du im Grunde genommen sehen, wenn du die Nachrichten aus Vietnam oder Thailand siehst, dass dort Konten seitens des Staates geschlossen werden oder blockiert werden oder limitiert werden. Sobald das digitale Wallet in Europa eingeführt ist, wird es sicherlich ähnliche Maßnahmen in Europa geben. Für die meisten wird das ja problemlos sein, denn sie haben schlicht und ergreifend eine digitale ID und werden ihr Konto damit natürlich verknüpfen. Aber in der Konsequenz erlaubt das natürlich dem Staat letztlich über deine ID, über deinen Pass, über deinen Personalausweis dann auch an deine Konten zu kommen und diese zu sperren. Denn nochmal, der Staat sperrt deinen Pass, weil du nicht zum Wehrdienst gehst, weil du keine Steuern bezahlst. Dann wird diese digitale ID, die mit deinem Konto verknüpft ist, ungültig und darauf sperrt dann deine Bank das Konto, wie wir es jetzt in Vietnam gesehen haben. Keine digitale ID, kein Konto. Und das ist der Event, auf den du dich unbedingt vorbereiten musst, auch wenn du jetzt nicht planst auszuwandern. Aus meiner Sicht ist natürlich das Auswandern das Beste, am besten in ein Land eben ziehen, was entweder keine Steuern erhebt oder auf Auslandseinkünfte keine Steuern erhebt oder das so klein ist und wirklich überhaupt kein Interesse hat, aber auch nicht die Ressourcen hat, jetzt so einen riesigen Überwachungsapparat aufzubauen oder auch durchzusetzen. Und da gibt es ja tatsächlich viele Länder. Die Schweiz war zum Beispiel so ein Land, aber die Schweiz wird jetzt ja auch über das Vertragspaket EU-Schweiz möglicherweise unter die Fittiche der EU gedrückt, mehr oder weniger gegen ihren Willen oder auch mit Zustimmung des Schweizer Stimmvolkes. Man muss auch sagen, dass manche EU-Länder durchaus interessant sind, zum Beispiel Irland, zum Beispiel Malta, die haben ja auch immer letztlich die EU-Vorschriften relativ frei ausgelegt. Ja. Das heißt also, man darf das Ganze auch in gewisser Weise nicht so dogmatisch sehen. Vielfach ist es schon mal einfach gut, wenn du aus einem der großen EU-Länder, gerade so wie Deutschland, einfach mal weg bist und dann schon mal irgendwo von vorne anfängst, selbst wenn das irgendwo in der EU ist, selbst wenn das zum Beispiel in der Schweiz ist, sicherlich nicht ideal, aber so als erster Stepping Stone auf jeden Fall interessant. Wenn das Themen sind, die dich interessieren, wenn du ans Auswandern denkst oder an einen Plan B, dann würde ich mich, wie gesagt, freuen, dich in Zürich kennenzulernen zu unserem Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B, wo wir sehr intensiv über all diese Themen sprechen werden. Oder ansonsten natürlich auch gerne ein Beratungsgespräch buchen oder auf eine der vielen anderen Seminare und Reisen zu kommen, die wir immer wieder regelmäßig veranstalten. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau zu solchen Fragen zu beraten. Auswandern, Steueroptimierung im Ausland, Plan B, zweite Staatsbürgerschaft. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.